Deutsch lernen durch Hören. Tessa als Haushälterin. Tessa ist seit vielen Jahren Haushälterin in der großen Villa von Gustav. Jeden Morgen steht sie früh auf, um das Frühstück für Gustav vorzubereiten. Sie kocht Kaffee, backt Brötchen und stellt Butter und Marmelade auf den Tisch. Tessa hat ein gutes Verhältnis zu Gustav und weiß genau, was er mag und was nicht. Tagsüber ist Tessa damit beschäftigt, das Haus sauber und ordentlich zu halten, die Wäsche zu waschen und zu bügeln und einzukaufen. Obwohl ihr Beruf anstrengend ist, genießt Tessa ihre Arbeit. Sie hat ein gutes Auge für Details und findet es befriedigend, wenn alles perfekt aussieht. Manchmal verbringt sie Stunden damit, einen Raum zu dekorieren oder ein besonderes Essen für Gustav zu kochen. Eines Tages ist Gustav zu Hause, als Tessa eine Pause macht. Ihm fällt auf, wie sauber und ordentlich das Haus ist und wie gut das Essen schmeckt. Er fragt Tessa, wie sie das alles schafft. Die junge Frau erklärt ihm, dass sie einfach hart arbeitet und darauf achtet, dass alles perfekt ist. Gustav ist beeindruckt von Tessas Arbeit und schätzt sie noch mehr als zuvor. Er hat großes Glück, eine so talentierte Haushälterin zu haben. Tessa kümmert sich sehr gut um den Haushalt. Tessa ist stolz auf ihre Arbeit und weiß, dass sie einen wichtigen Beitrag leistet, um Gustav zu helfen und zu unterstützen. Sie ist dankbar für ihren Job und freut sich jeden Tag darauf, in die schöne Villa zurückzukehren und ihre Arbeit fortzusetzen.